Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Künstliche Intelligenz, ein Begriff, der in den letzten Jahren in nahezu jedem Sektor der Wissenschaft und Technologie an Bedeutung gewonnen hat, ist keineswegs ein neues Konzept. Die Grundlagen der KI wurden bereits in den 1950er Jahren gelegt. Doch warum erleben wir gerade jetzt diese rasante Entwicklung und Integration in so vielen Bereichen, einschließlich der Zahnmedizin? Ein Schlüsselmoment für das heutige Verständnis und den Einsatz von KI ist sicherlich die Entstehung von neuronalen Netzwerken und Deep Learning in den letzten Jahrzehnten. Begriffe, die Sie sicher schon einmal gehört haben. Aber was hat diese explosionsartigen Aufschwung ausgelöst? Einer der Gründe ist die immense Menge an Daten, die heutzutage verfügbar sind, gepaart mit fortgeschrittener Rechenleistung und Speicherkapazität. Ich erinnere mich noch gerne an meine erste Festplatte, die stolze 40 Megabyte hatte. Dies hat Tools wie ChatGPT und andere ermöglicht, die fast wie Pilze aus dem Boden schießen. Bin mir sicher, dass Sie diese Tools auch schon gesehen, davon gehört oder vielleicht sogar selber einsetzen. Für uns Zahnärzte bedeutet das eine Revolution in der Diagnostik und Behandlungsplanung. Aber bevor wir uns die Vorteile und Herausforderungen dieser Technologie vertiefen, ist es wichtig, ihren Ursprung und ihre Entwicklung zu verstehen, um ihre wahre Bedeutung und ihr Potenzial für die Zahnmedizin zu erkennen. Während ich diesen Vortrag mit Hilfe von KI-Tools vorbereitet habe, wurde mir bewusst, wie diese modernen Hilfsmittel die Art und Weise verändern können, wie wir Inhalte erstellen und präsentieren. KI-generierte Inhalte neigen dazu, kürzer, prägnanter und fokussierter zu sein als herkömmliche Vorträge. Keine langatmigen Ähms und Ahms und wirklich alles auf den Punkt. Dies gibt uns die Möglichkeit, in kürzerer Zeit mehr relevante Informationen zu vermitteln. Mit dieser Perspektive im Hinterkopf lassen Sie uns eintauchen in die faszinierende Welt der KI in der Zahnmedizin. Legen wir doch einfach los. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor wir in die spannende Welt der KI und Zahnmedizin eintauchen, reflektieren wir kurz die rasante Entwicklung in der Medizin. Wo wir einmal von Hand gezeichnete anatomische Diagramme als den Höhepunkt technologischer Fortschritte sahen, sind wir nun Zeugen von Maschinen und Programmen, die lernen und uns in der Diagnose und Behandlung unterstützen. Das 21. Jahrhundert kann ohne Zweifel als das Zeitalter der künstlichen Intelligenz bezeichnet werden. Überall, von selbstfahrenden Autos bis hin zu personalisierten Werbeanzeigen, spüren wir ihre Präsenz. In der Medizin hat diese Revolution zu einem Paradigmenwechsel geführt. In der Zahnmedizin können wir mit Hilfe von KI selbst die feinsten Details in einem Röntgenbild identifizieren, die bisher dem menschlichen Auge verborgen blieben. Denken Sie zurück an Ihre ersten Tage in der Zahnmedizin. Viele von uns erinnern sich noch an die manuellen Abläufe, die auch heute noch die Mehrheit unserer Arbeit ausmachen. Die Digitalisierung und KI haben uns eine Genauigkeit und Effizienz beschert, von der wir früher nur träumen konnten. Die heutigen digitalen Abformungen und das 3D-Röntgen sind beispielhaft für diesen Fortschritt. Die Definition von KI ist breit und reicht von einfachen Taschenrechnern bis zu Robotern, die autonom handeln. Im Kern geht es bei KI darum, Maschinen das Denken beizubringen. Das maschinelle Lernen, ein Unterfeld der KI, ist besonders relevant für uns. Dabei lernt die Maschine aus Daten, statt auf festem Code zu basieren. Im Kontext der Zahnmedizin bedeutet das, je mehr Röntgenbilder die KI analysiert, desto genauer wird sie. Es handelt sich um ein Netzwerk von Domänen und Unterdomänen von KI, Anwendungen in der oralen und zahnmedizinischen Gesundheitsversorgung von Zahnärzten für einzelne Patienten, blau eingefärbt, als Teil der kommunalen und öffentlichen Zahngesundheit, hier in Stahlblau, zahnmedizinische Ausbildung und Personalmanagement in Türkis dargestellt, sowie Mund- und Zahnforschung in Grau. Quellen von Verzerrungen der Formate und Rahmenbedingungen sind Daten und weitere Determinanten von KI, Anwendungen in der Mund- und Zahnheilkunde, die in grüner Farbe dargestellt sind. Ein häufiges Missverständnis ist, dass KI einfach programmiert wird, um eine Aufgabe auszuführen. Das ist nicht ganz korrekt. KI-Modelle werden trainiert, nicht programmiert.
Mit jedem Röntgenbild, das Sie analysieren und mit jedem Feedback, das Sie erhalten, verbessern Sie sich. Dieser iterative Lernprozess ist das, was KI so mächtig macht. Künstliche Intelligenz hat nicht nur in der Zahnmedizin, sondern auch in anderen Bereichen große Fortschritte gemacht. In der Medizintechnik wird KI beispielsweise eingesetzt, um Diagnosen zu stellen und Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Auch in der Robotertechnik findet KI Anwendung, um Operationen präziser und sicherer durchzuführen. KI hat somit das Potenzial, die medizinische Landschaft grundlegend zu verändern. Die Anwendung von KI in der Zahnmedizin bietet zahlreiche Vorteile. Sie kann bei der Diagnose von Zahnproblemen helfen, indem sie anhand von Bildern und Daten Muster erkennt. Sie kann auch dabei unterstützen, Behandlungspläne zu erstellen und Prognosen abzugeben. Darüber hinaus ermöglicht KI eine effizientere Arbeitsweise und optimiert die Patientenversorgung. In der modernen Zahnmedizin wird KI daher zunehmend eingesetzt. Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen der Zahnmedizin eingesetzt. Hier eine Übersicht aus dem Jahr 2022. Der Bereich Implantologie und Krebsdiagnostik ist Teil der Chirurgie. Der Bereich Restaurativ beinhaltet auch die Endodontie und Kinderzahnmedizin. Bevor wir mit dem Vortrag weiter in das Thema eintauchen, eine kurze Frage an Sie alle. Wer von Ihnen setzt bereits aktiv KI in seiner Praxis ein? Wer plant den Einsatz in naher Zukunft? Und wer von Ihnen hat vielleicht noch zu große Bedenken oder Unsicherheiten? Behalten Sie diese Fragen im Hinterkopf für die Frage- und Antwortrunde am Ende des Vortrages. Und jetzt geht's weiter. Karies ist ein häufiges Problem, das oft in fortgeschrittenen Stadien erkannt wird. Aber was, wenn wir sie viel früher erkennen könnten? Mit KI ist das möglich. KI, Modelle, die mit Tausenden von Röntgenbildern trainiert wurden, können Anomalien erkennen, bevor sie mit dem bloßen Auge sichtbar werden. Dank künstlicher Intelligenz, KI, können Zahnärzte heutzutage in ihrer Diagnostik effizienter arbeiten. KI-basierte Technologien ermöglichen eine schnellere Auswertung von Röntgenaufnahmen und bieten eine bessere Fehlererkennung. Dadurch können Zahnärzte Zeit sparen und schneller präzise Diagnosen stellen. So trägt die KI zur Steigerung der Effizienz in der zahnärztlichen Praxis bei. Die Datenintegration spielt eine entscheidende Rolle bei der Anwendung von KI in der Zahnmedizin. Durch die Verknüpfung und Analyse einer Vielzahl von Datenquellen können präzisere Diagnosen gestellt und personalisierte Behandlungspläne erstellt werden. Datenintegration ermöglicht es, einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand des Patienten zu erhalten und ermöglicht eine genauere und effektivere zahnärztliche Versorgung. Einer der revolutionärsten Aspekte der KI ist ihr adaptives Lernen. Mit jedem neuen Bild, mit jedem neuen Datensatz wird die KI besser. Dieser ständige Lernprozess bedeutet, dass die KI, die wir heute haben, in einem Jahr noch fortgeschrittener sein wird. In der Debatte um die Perfektion der KI in der Zahnmedizin gibt es keine einfache Antwort. Ja, KI, beeindruckt durch schnelle und umfangreiche Datenanalysen, ist aber nicht unfehlbar. Ihre Genauigkeit hängt stark von der Qualität der Trainingsdaten ab. Ein nicht optimal trainiertes System kann Fehlinterpretationen hervorbringen, die in der Zahnmedizin schwerwiegende Folgen haben könnten. Trotz ihrer Fähigkeiten kann KI nicht die Kunst und Intuition des Zahnarztes ersetzen. Das Urteilsvermögen und die jahrelange Erfahrung sind unersetzlich, besonders in einem Bereich, der genauso viel auf menschliche Interaktion wie auf Wissenschaft setzt. KI ist ein mächtiges Werkzeug, doch es sollte Hand in Hand mit dem Fachwissen und der menschlichen Berührung des Zahnarztes gehen. Datenschutz im Zeitalter der KI ist in der Zahnmedizin essentiell. Während KI fortschrittliche Diagnostik ermöglicht, bringt sie auch Privatsphärenrisiken mit sich. Schon vor KI war Datenschutz relevant, aber aktuelle Technologien verlangen neue Anpassungen. Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO in der EU hat darauf reagiert, indem sie den Fokus auf Transparenz und die Rechte der Betroffenen legt. Daher erfordert die Einführung von KI
In der Zahnmedizin nicht nur eine technologische Anpassung, sondern auch eine kulturelle und ethische. Zahnärzte und Praxisteams müssen sicherstellen, dass sie sich sowohl mit den technologischen als auch mit den rechtlichen Aspekten des Datenschutzes auskennen und in der Lage sind, den Patienten darüber Auskunft zu geben. Do you know what GDPR is and how it affects you? Let's break it down. GDPR, or the General Data Protection Regulation, is a regulation from the European Union. Its main function, protecting the personal data of EU citizens. Since May 25, 2018, it's been a game changer for businesses and organizations processing data from EU citizens. The stakes are high and the impacts are significant. So, if you're handling the data of EU citizens, it's important to understand what GDPR is. But what does GDPR mean in simple terms? Well, consider it as a set of rules that puts you in the driver's seat when it comes to your personal data. It's about giving you more control and power over the information that companies hold about you. These companies now have to be crystal clear about how they gather, use, and store your data. But it doesn't stop there. They also have to step up and ensure that they protect your data from any breaches, adding an extra layer of security. What's more, if you decide one day that you want your data to be wiped clean from their systems, they must comply. No ifs, no buts. In essence, GDPR is about respect for privacy and individual rights. So, what are the key points you need to remember about GDPR? Well, let's start with its scope. GDPR isn't just for businesses based in the European Union. No, it applies to any organization, anywhere in the world, that processes the data of EU citizens. Then it's about transparency, ensuring organizations clearly communicate how they're using personal data. It's also about data security, mandating that organizations take appropriate measures to guard against data breaches. And most importantly, it's about respect for the individual's rights, including the right to access their data and to request its deletion. Non-compliance, that can result in hefty fines. Remember, GDPR isn't just a regulation, it's a commitment to respect and protect people's privacy. Die Ethik hinter der KI. In der Zahnmedizin-Diagnostik ist ein wichtiges Thema. Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, die Diagnosegenauigkeit zu verbessern und Behandlungspläne zu optimieren. Es ist jedoch entscheidend, ethische Fragen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Datensicherheit und Privatsphäre der Patienten. Die Entwicklung von KI-Systemen sollte transparent und verantwortungsbewusst erfolgen, um mögliche Missbräuche zu verhindern. Für viele Menschen ist es schwierig, vollständig auf die KI als diagnostisches Werkzeug in der Zahnmedizin zu vertrauen. Dieses Misstrauen resultiert oft aus der Angst vor Fehlern oder dem Verlust von Arbeitsplätzen. Dennoch bietet die KI enorme Chancen, genaue und zuverlässige Diagnosen zu liefern. Es ist wichtig, einen offenen Dialog zu führen und das Vertrauen in diese Technologie schrittweise aufzubauen. Die Forschungslandschaft in der Zahnmedizin-Diagnostik ist von erheblicher Bedeutung für den Einsatz von KI. Zahlreiche Studien konzentrieren sich auf die Entwicklung von KI-Algorithmen zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit und Effizienz. Die Integration von KI in die Diagnostik hat das Potenzial, die Patientenversorgung zu revolutionieren und zu einer höheren klinischen Effektivität zu führen. Bevor wir uns einige beeindruckende praktische Anwendungsbeispiele anschauen, möchte ich betonen, dass die gezeigten Beispiele nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Die rasante Entwicklung im Bereich der KI führt zu einer ständig wachsenden Anzahl an innovativen Werkzeugen für die Zahnarztpraxis. Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben mich diese neuen Möglichkeiten sofort in ihren Bann gezogen. Und man muss aber aufpassen, dass man sich nicht verliert, sondern klare Ziele mit diesen KI-Tools verfolgt. Was ich Ihnen gleich zeigen werde, ist also nur ein kleiner Ausschnitt aus einer viel größeren und faszinierenden Welt. Wir könnten Tage damit verbringen, all diese spannenden Neuentwicklungen anzusehen, die ständig aus dem Boden schießen. Aus Zeitgründen habe ich mich auf einige wenige Beispiele beschränkt. Betrachten Sie diese als kleinen Anreiz, um Ihnen das immense Potenzial und die Vorteile von KI in der Zahnmedizin und in Ihrer Zahnarztpraxis schmackhaft zu machen. Also, dann mal los. Lassen Sie uns als erstes das Pearl AI Tool anschauen, eine Software aus Kalifornien, die den Fokus auf
2D-Röntgen legt, also die Analyse von Einzelröntgen und Bitewings mit einem wirklich spannenden Tool der Visualisierung für Patienten. Lassen Sie uns das mal noch ein bisschen besser erklären von den Leuten von Pearl AI selbst. Hello, so this is Second Opinion, AI technology used to read dental radiographs with clinicians. And how we're doing that is we're linking to the imaging system. So as soon as the scan's taken, it will appear automatically into this interface here. Now, if we click onto a patient, we're looking at all 2D imaging. So we have our bite wings, our PAs, OPGs, and panoramics. And we'll see these little circles, and that's the AI alluding to the fact it's detected something on this particular X-ray. So if we click on this one here, what the AI is doing is it's instantly highlighting our attention towards the important parts of the X-ray. So for example, we have bone loss here, we have calculus, we have caries, and we're showing the percentage encroachment as well, the decay. We also detect notable margin and periapical radiolucency as well. So on those days where we're perhaps tired or busy or distracted, or just in general can miss things from time to time, this is the AI working with us to make sure that less slips through the net. So we have better consistency and able to put forward better treatment plans for our patients because we're detecting more. This also works extremely well for the patient. So if I remove everything, this is what they're originally seeing. Now, this might be quite easy to explain to patients because it's very obvious. This large grey area is not on any other tooth, so it's quite easy to explain. However, if we're trying to explain this area of decay and we're saying there's a slightly different shade of grey, the patient might be thinking, well, what's this? Or is this decay or caries? And it could be quite hard to get them to see what we're seeing and why we want to treat something. So that's why we have this two segmentation tool, because now we're able to clearly outline to the patient in terms of raw data, percentage encroachment. We're able to better explain now visually that you've got decay is going through the enamel, the purple area here, the hard bit of the tooth, into the dentine, the more sensitive area. So this is why we want to treat it. And now that the patient has that better knowledge, that understanding, and that education about what we're seeing and why we want to treat something, they're more likely to accept the treatment, trust it, and feel comfortable about it too. It's a very simple interface to use, Second Opinion. We have a printout form up here, so when you click on this, you get a downloadable PDF report of what the AI has detected for that particular patient on that particular day. And it can either be printed off, emailed, put on a patient file, whatever's easiest. So it really helps with that reporting element as well. The final thing I'll touch on is the fact that the AI accuracy is 93%. Now that is of course dependent on the quality of the X-ray. So for example, if you have a blurry or a fuzzy image or scratches on the sensor, for example, the AI might highlight something strange. And that's why we have this edit tool here. So if you didn't necessarily agree with something, maybe this area of calculus perhaps, you can remove it. And on the flip side, you can also select the condition as well, should you need to. So the power is always in the clinician's hands. Whether they want to treat something or not, whether they want to diagnose something or not, is completely up to them. They are always the first opinion, hence the name Second Opinion. So that's a brief run through of Second Opinion AI, and I hope this helps. Thank you. Als zweites Beispiel möchte ich Ihnen noch Diagnocat vorstellen. Vielleicht haben Sie da auch schon Werbung bekommen. Die machen extrem Werbung im Moment. Im Gegensatz zu Pearl, meiner Meinung nach eher ein Fokus auf umfassenderen Informationen. Aber lassen wir uns doch das mal schnell anschauen. Ich kann mich da hier in meinen Account einloggen. Habe hier eine Übersicht über meine Patienten, Einstellungen über mich selber, meine Praxis. Man kann mehrere Behandler hinzufügen. Man kann definieren, ist der Fall abgeschlossen in Behandlung etc. Also das geht weit darüber hinaus, nur Röntgenbilder zu analysieren. Also wenn wir uns das mal anschauen, wir haben zu jedem Patienten seine Daten, wer ist der Behandler.
Und was mir wirklich cool, super gefällt, ist die Möglichkeit, Informationen zu teilen, sei es mit dem Patienten selber oder mit anderen Behandlern in einer geschützten Umgebung. Also wenn ich ein E-Mail aussende, gibt es dann einen personalisierten Link, der einen sicheren Zugang dann für diesen Betrachter ermöglicht. Wir sehen hier auch, dass wir im Projekt mehrere Informationen sammeln können. Ich habe das jetzt noch nicht im Detail so ausprobiert oder ausgelotet. Ich kann Fotos hochladen, Einzelröntgen hochladen, Panoramaröntgen hochladen, DVTs hochladen, STL-Daten hochladen oder Dokumente. Also wirklich eine Vielzahl an Informationen, die ich in diesem Tool online verwalten kann und mit anderen Leuten teilen kann. Zu jedem dieser Objekte habe ich die Möglichkeit, einen Report zu generieren oder zu bestellen. Und hier sehen wir zum Beispiel, wenn ich ein DVT habe, dann kann ich einen radiologischen Bericht anfordern, einen orthodontischen Bericht, wo aus einem DVT auch die FR-Daten herausgelesen werden, einen endodontischen Report, wo dann die einzelnen Wurzeln dargestellt werden, Implantologie, um zu sehen, habe ich genug Knochen, um Implantate zu setzen, die Vorbereitung für eine 3D-Planung bei der Entfernung von Weisheitszähnen und STL-Daten. Also das ist eine spannende Geschichte, die möchte ich Ihnen dann auch noch kurz zeigen. Also wir haben hier dann zum Beispiel einen radiologischen Report, der da geladen wird. Die Software zeigt mir auch Strukturen an, die non-dental sind. Die muss ich dann selber bestätigen. Also hier sieht man da, ja, da sieht es irgendwie komisch aus. Das sind ja diese Verschattungen in der Kieferhöhle. Und dann wie bei jeder Software, bei jedem Zahn wird etwas gefunden oder nicht gefunden. Ich kann dann selber noch diagnostische Punkte hinzufügen, Kommentare hinzufügen und wie bei jeder Software, ich muss dann diesen Befund bestätigen. Also die Diagnosestellung funktioniert nicht automatisch, sondern die muss vom Zahnarzt noch bestätigt werden. Wenn wir jetzt das nochmal anschauen, haben wir jetzt hier zum Beispiel noch einen endodontischen Report. Wenn wir den Zahn 2,6 zum Beispiel anschauen, dass ich dann sagen kann, gut, hier scheint ein Endoparo-Problem vorzuliegen. Man kann dann das Ganze segmentieren lassen und die Kanäle sich darstellen lassen, um natürlich dann eine Wurzelbehandlung effizienter planen zu können. Wir gehen mal noch schnell zurück, um Ihnen dann mein Highlight vielleicht noch kurz zu zeigen, wie ich da, also wir haben hier das Panoramaröntgen von einem Patienten, auch hier dann einen radiologischen Report. Fehlende Zähne werden angezeigt, Wurzelreste etc., Non-Dental Findings. Also wir sehen hier eine zystische Veränderung. Das müsste man dann, im Prinzip steht hier einfach Sinusabnormalitäten. Das müsste man dann ein bisschen im Detail noch beschreiben. Also das sind zum Beispiel auch Punkte, wo ich sage, da würde ich etwas mehr erwarten von der Software, dass sie mir da schon etwas mehr Informationen gibt, als nur sagen, ja, irgendetwas stimmt nicht. Das sehe ich ja auch selber. Aber wenn da die Software mir mehr bringen würde, wäre das sicher hilfreich. Wo es aber wirklich spannend wird, ist auch bei der ganzen STL-Geschichte. Natürlich für alle STL, für alle CEREC-Users eine spannende Geschichte. Ich kann aus einem DVT einen STL-Datensatz herstellen lassen. Also das ist wirklich dann schön im Detail da dargestellt, alle Zähne. Ich kann auch selber sagen, was ich anzeigen will oder was nicht. Also wenn wir da hier den Mandibularkanal, den kann ich mir anzeigen lassen oder nicht. Ich kann diese Informationen dann auch exportieren. Also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, wie man da weitergehen kann, um diese Informationen zu verwalten. Also Pearl, 2D-Röntgen, Visualisierung, Patientenkommunikation, Diagnocat, etwas eine umfangreichere Software mit einem Schwerpunkt auch in Teilen von Informationen, was für mich wirklich etwas ganz Wichtiges ist, dass ich Informationen mit meinen Patienten, mit anderen Behandlern teilen kann, um in meiner Behandlung auch effizienter zu werden. Also das zwei Beispiele, die ich Ihnen gerne hier vorstellen möchte. Und jetzt lassen wir uns weiter
über den Vortrag noch mehr Informationen zu KI in der Diagnostik, in der zahnärztlichen Diagnostik geben, bevor wir dann in die Fragestunde wechseln. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz, KI, in der Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist die ToothScan-App, die eine schnelle und präzise Diagnose von Zahnproblemen ermöglicht. Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren und KI-Algorithmen kann die App Zahnabnormalitäten erkennen und dem Benutzer wertvolle Informationen liefern. Diese Technologie hat das Potenzial, die zahnärztliche Diagnostik zu revolutionieren. KI. In der Zahnmedizin spielt eine wichtige Rolle bei der Diagnostik. Ein Beispiel dafür ist die frühe Erkennung von Mundkrebs. Durch den Einsatz von KI können Ärzte präzise und zuverlässige Diagnosen stellen. Historisch gesehen hat sich die Zahnmedizin mit der Einführung von KI in eine neue Ära begeben. Die Atmosphäre in der Medizin wird durch die Integration von KI zunehmend von Innovation und Fortschritt geprägt. Ich hoffe, dass diese faszinierenden Beispiele aus dem realen Leben Ihnen einen tieferen Einblick in das Potenzial der künstlichen Intelligenz in der Zahnmedizin gegeben haben. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie diese Technologien unseren Alltag in der Praxis nicht nur bereichern, auch optimieren können. Mich würde wirklich interessieren, wie stehen Sie zu diesen Neuerungen? Konnte ich vielleicht einige Ihrer Vorbehalte zerstreuen oder Ihre Neugierde wecken? Während wir uns weiter durch diese Präsentation bewegen, möchte ich Sie ermutigen, jegliche Fragen oder Anmerkungen, die Ihnen in den Sinn kommen, zu notieren. Am Ende unserer gemeinsamen Zeit hier möchte ich eine offene Diskussion mit Ihnen allen durchführen, weil das findet oft viel zu wenig statt und lasst uns das ändern. Ich bin überzeugt, dass dieses Thema nicht nur für mich, sondern für uns alle von großer Bedeutung ist, nicht nur von großer, von größter Bedeutung ist. Es bietet so viele Möglichkeiten, gibt aber auch Herausforderungen und ich freue mich darauf, diese mit Ihnen zu besprechen. Und jetzt geht es weiter im Vortrag. Obwohl KI beeindruckend ist, hat sie ihre Grenzen. Sie ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Außerdem gibt es viele nuancierte, menschliche Aspekte in der Zahnmedizin, die schwer zu quantifizieren sind. Ein Lächeln, ein beruhigendes Wort, das menschliche Element. Diese Dinge können, zumindest bisher, nicht von einer Maschine reproduziert werden. Während wir bereits beeindruckende Fortschritte gesehen haben, stehen wir erst am Anfang. In der Zukunft könnten wir autonome KI-Systeme sehen, die in Echtzeit diagnostizieren, während der Patient im Stuhl sitzt. Oder KI-Systeme, die nicht nur Diagnosen, sondern auch personalisierte Behandlungspläne basierend auf genetischen Informationen oder anderen biometrischen Daten vorschlagen. Die optimale Zukunft ist nicht eine, in der KI den Arzt ersetzt, sondern eine, in der sie zusammenarbeiten. Während KI sich um Datenanalyse und Mustererkennung kümmert, kann sich der Arzt auf den menschlichen Aspekt konzentrieren. Eine solche Synergie könnte die Qualität der Patientenversorgung drastisch verbessern. Wie in jeder medizinischen Disziplin stehen wir in der Zahnmedizin vor der Herausforderung, das Beste aus den verfügbaren Technologien herauszuholen, ohne unsere menschliche Note zu verlieren. Die Integration von KI bietet enorme Möglichkeiten, aber sie erfordert auch Reflexion und Sorgfalt. Es liegt an uns, die Grenzen auszuloten, ethische Überlegungen zu berücksichtigen und die Zukunft der oralen Gesundheitsversorgung neu zu definieren. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihr hoffentlich engagiertes Zuhören. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Ihnen diese aufregenden Entwicklungen und Innovationen in der Zahnmedizin näher zu bringen oder näher gebracht zu haben. Das Potenzial der künstlichen Intelligenz in unserem Fachgebiet ist gewaltig. Und wie Sie sicher bemerkt haben, bin ich persönlich davon total begeistert und freue mich, diese Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Ich wünsche mir, Sie dazu inspirieren zu können, die Möglichkeiten, die uns KI bietet, genauer in Betracht zu ziehen und vielleicht sogar in Ihre eigene Praxis oder in Ihren Praxisablauf zu integrieren. Unser Berufsstand befindet sich an der Schwelle zu bedeutenden Veränderungen, nicht nur was Abrechnung angeht, und es ist aufregend, Teil dieser Revolution zu sein.
Bevor wir diesen Vortrag abschließen, möchte ich noch erwähnen, dass im Anschluss eine Frage- und Antwortrunde geplant ist. Ich habe schon darauf hingewiesen. Ich freue mich darauf, Ihre Gedanken zu hören, auf Ihre Fragen einzugehen und gemeinsam tiefer in diese spannende Materie einzutauchen. Nochmals recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Unternehmungen im Bereich der Zahnmedizin. Möge die KI mit Ihnen sein. Liebe Grüße aus der Schweiz von Alessandro De Vigus.